Die Schmidburg, eine sehr alte Burganlage. Bereits im Jahr 926 soll hier die erste Burganlage erbaut worden sein. Und zwar von den fränkischen Edelmännern Humbert, Norpold und Franco. Diese Verteidigungsanlage sollte die Gegend gegen die Einfälle der Ungarn schützen. Das Reitervolk, welches damals noch Magyaren genannt wurde, zog eine Spur der Verwüstung hinter sich herziehend in Europa umher. Die erste schriftliche Erwähnung der Burganlage erfolgt erst um 1084. Damals wird Emich von Schmidburg, der als Stammvater der Wildgrafen angesehen wird, der neue Besitzer. Danach erbte sein Sohn Emich II. Die Schmidburg. Später teilten sich die Wildgrafen dann in mehrere Linien auf. Die erste Burganlage war mit großer Wahrscheinlichkeit eine reine Fluchtburg und hatte kaum Ähnlichkeit mit jener, welche heute noch als Ruine erhalten geblieben ist. Die noch sichtbaren Mauern werden nämlich vornehmlich ins 13. und 14. Jahrhundert datiert. Die Schmidburg liegt im Hahnenbachtal in der Nähe von Kirn. Dem Besucher eröffnen sich hier die Überreste einer 220 Meter langen und bis zu 73 Meter breiten Wehranlage. Eine der größten im gesamten Hunsrück. Erschlossen wird sie durch einen wunderschönen Wanderweg, auf welchem neben der Ruine noch weitere Sehenswürdigkeiten zu sehen sind. Ein echter Tipp für alle kleinen und großen Entdecker. Die Burg ist in 3 Teile gegliedert. An der höchsten Stelle des Felsplateaus liegt die Oberburg. Hier finden wir das große Herrschaftsgebäude mit eigener Kapelle und angebautem Treppenturm. Einem Bergfried, das Backhaus sowie ein weiteres Wohnhaus. Im Hof gibt es einen Brunnen. Über eine Brücke geht es in den tiefer gelegenen Teil. Dieser beherbergt die verschiedenen Ställe sowie den großen Burgbrunnen. In der Unterburg befinden sich die Burgkapelle und mehrere Burgmannenhäuser, welche teilweise über Keller verfügen. Dazu gesellen sich ein weiterer Bergfried, 2 Türme, ein Stall, eine Zisterne sowie diverse Wirtschaftsgebäude. Bleibt noch die Niederburg. Hier befinden sich eine große Scheune, ein Wirtschaftsgebäude sowie die Überreste eines Kellers, auf welchem wohl ursprünglich ein weiteres Gebäude stand.
Doch nun zurück zur Geschichte. Familieninterne Streitigkeiten führten dazu, dass die Schmidtburger Linie der Wildgrafen die Anlage 1324 an den Erzbischof Balduin von Trier veräußerten, nur um sie umgehend als Lehen zurückzuerhalten. Nach dem Aussterben des Familienzweigs zog Balduin die Burg ganz an sich. Zwischen 1337 und 1342 versuchten die Wildgrafen die Burg in der Dauner sowie der Schmidtburger Fehde zurückzugewinnen. Doch sie scheiterten. Schlussendlich mussten sie die Herrschaft der Trierer anerkennen. Die Burg war nun Sitz eines kurtrierischen Amtes. Im Jahr 1549 waren die Häuser der Burgmannen in der Unterburg bereits verlassen. Nur die Familie Schenk von Schmidtburg verblieb dort. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörten die Franzosen weite Teile der Anlage. Nur ein Wohnhaus und ein Wirtschaftsgebäude in der Oberburg blieben verschont. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war dort noch ein kurtrierisches Amt. Danach wurde die Burg verlassen und diente, wie so viele dieser Anlagen, als Steinbruch. Es wird erzählt, dass der Räuber Johannes Bückler, auch der Schinderhannes genannt, die Burgruine anfangs des 19. Jahrhunderts auf der Flucht vor der Polizei als Unterkunft nutzte. In den 1970er und 80er Jahren wurde die Ruine ausgegraben und teilweise saniert. Die Burg ist wunderschön gelegen, rund um Wälder und wundervolle Natur. Natürlich führt eine der berühmten Traumschleifen an der Burg vorbei. Unbedingt hierher wandern. Kann ich nur empfehlen. Ja, und jetzt sind wir wieder am Ende. Zeit weiterzuziehen und ich kann nur sagen, see you soon.